Frau Platsch möchte genau auf diese ökonomische Wachstumsdiskussion was sagen, denke ich, oder? Genau, und nicht über die Geschichtsfälschung. Also es klingt total nett und vor 30 Jahren sind viele gute Dinge passiert. Und alle waren bei den Guten, scheint mir. Alle waren bei den Guten. Ja. Ich tue mir da schwer, darüber zu lachen, weil es ja auch um meine Zukunft jetzt geht, nicht? Und die SPÖ, Sie sagen, es war auch ein anderes Wachstumsmodell. Sie setzen immer noch 30 Jahre später auf das Wachstumsmodell und auf das Vollbeschäftigungsmodell von einem anderen Jahrhundert, in dem wir gar nicht mehr leben. Also ich glaube, wir können gerne darüber reden, was in Hainburg passiert ist, aber wenn wir sagen, was früher alles so super in Bewegung geraten ist, würde ich auch gerne darüber sprechen, was dann nicht passiert ist. Also Sie denken, da wurden Versprechen abgegeben, die 30 Jahre später immer noch nicht eingelöst sind? Naja, ich meine auch dieses, wir wollten mitbestimmen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich politisch engagiere, warum sich so viele Leute politisch engagieren, ist, dass wir ja sehen, wir können in der Zivilgesellschaft, in NGOs, wir können 1000 gute Konzepte zu allen möglichen Themen ausarbeiten. Der einzige Ort, wo Veränderungswünsche zu Gesetzen werden, ist das Parlament. Und warum ich mich auch engagiere, ist, um ein Zeichen zu setzen, das wollen wir mit dem Wandel auch machen, ein Zeichen setzen, dass wir das Recht haben, mitzusprechen, wenn es um unsere Zukunft geht. Wie schwer ist das? Wenn man in Ihren jungen Jahren, Sie sind sowohl bei den Nationalratswahlen als auch bei den Europawahlen ja nicht reingekommen. Ja, das hat ja nicht geklappt, da sind Sie weit davon entfernt. Wenn man dann schon quasi, unter Anführungszeichen, gescheitert ist, oder sehen Sie das so nicht? Also gescheitert, wir haben gerade angefangen. Und unser Ziel ist eben, wie ich gerade gesagt habe, dass wir nicht Bittsteller sein wollen vor der Tür, sondern auch an dem Tisch sitzen möchten, wo Entscheidungen getroffen werden. Und gescheitert sein. Es ist ja nicht, dass wir beim Wandel sagen, wir als Wandel sind eine Partei, die ins Parlament muss, weil wir besser sind als alle anderen. Wir sind ein Teil von einer riesigen Bewegung, die überall schon sichtbar wird. Auch wenn sie vielleicht auf Facebook nur mit einem Like gesehen wird, in Realität gibt es diese Bewegung ja. Und das sind Menschen, die sich... Weniger als 1% der europäischen Bevölkerung stimmt in einer Online-Umfrage der EU für das Ende der Zeitumstellung. Und dann passiert etwas Faszinierendes. Das Thema beschäftigt das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und diese Woche sogar den EU-Ministerrat. Das ist eine EU in Bewegung, wie wir sie sonst eigentlich nur von Bankenrettungen kennen. Und dann der große Stopp. Das Thema wird auf 2021 verschoben. Es ist viel zu kompliziert. Doch keine Bankenrettung, schlimmer, es ist wie Brexit. Eine politische Schnellentscheidung, bei der niemand vorher über die Konsequenzen nachgedacht hat. Ein Wort zum demokratischen Prozess. Wenn wir wollen, dass irgendwer die EU demokratisch ernst nimmt, muss Politik aufhören, über politische Vorschläge zu sprechen, ohne vorher über die Konsequenzen aufzuklären. Es reicht nicht zu fragen, wollen Sie die ewige Sommerzeit? Wollen Sie Brexit oder nicht? Sowas hat ja Auswirkungen. Im EU-Vorschlag steht sogar, die nationalen Auswirkungen müssen evaluiert werden. Ja, aber vorher. Offensichtlich haben wir wirklich keinen soliden Prozess in Europa, der solche Entscheidungen strukturiert, sachlich oder demokratisch abhandelt. Es fehlt an Informationen, es fehlt an Argumenten, ja, es fehlt sogar an dem Ringen um die großen tatsächlichen Mehrheiten. Also allem, was die Demokratie so besonders macht. Machen wir so weiter, wird das die EU am Ende zerreißen. Nicht jetzt wegen der Sommerzeit, aber dann, wenn in der Online-Umfrage steht, wollen Sie eigentlich raus aus der Demokratie? Weil das glaube ich wirklich. Eine Demokratie, die niemand ernst nimmt, wird diese Frage nicht überleben.